Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von UF Pro die Striker X Gen 2. Wir haben euch bereits auf der Millipol einen kurzen Überblick über die neue Striker X Gen 2 gegeben von UF Pro. Das ist wirklich cool, dass die jetzt auch schon direkt bei den Händlern ist, nicht so wie wir das sonst kennen von den Messen. Es wird was angeteasert und dann dauert es relativ lang, bis die Sachen am Start sind, sondern hier ist sie direkt schon bei uns und auch bei den Händlern schon verfügbar. Wir wollen euch einmal die Hose im Detail vorstellen, was sie alles kann, alle Features, auch ein bisschen Bezug nehmend auf die erste Generation und fangen damit an, dass wir euch einmal die Spezifikationen zeigen. Die Striker X Gen 2 kommt in den soliden Farben und in Multicam 50% Nylon, 50% Baumwoll-Ripstop, Nyko-Ripstop und einen Anteil Schoeller Dynamic mit 92% Polyamid und 8% Elastan. Alle Polyamid-Cordura-Teile sind 100%. Wenn ihr euch für die Flecktarn-Variante entscheidet, habt ihr 35% Polyester und 65% Baumwolle Twill. Der Rest ist gleichbleibend. Ein großer Kritikpunkt bei der Generation 1 bei vielen oder bei einigen war, dass der Gürtel hier, das Gürtelsystem von UF Pro, dass das fest verbaut war. Ihr habt quasi hier für euren Battle Belt schon einen Innengürtel mit eingearbeitet, wer die Generation 1 kennt, der dann hier im hinteren Teil oder im seitlichen Teil der Hose fest befestigt war und dementsprechend dann auch keinen weiteren Innengürtel benötigt hat. Für alle, die mit Innengürtel, Außengürtel arbeiten, war das eine feine Sache. Die konnten das natürlich nutzen. Für alle anderen, die das nicht wollten, die hatten die Wahl, entweder damit zu leben oder dann halt zu sagen, okay, ich schneide das hart ab. Da hat UF Pro den Benutzern zugehört und hat das System neu überdacht. Zum einen ist hier der Gürtelschnallenbereich, nenne ich es jetzt mal, überarbeitet worden. Das seht ihr schon, das war ja vorher so eine richtige ovale, wie so eine Trucker-Schnalle, so eine große Schnalle. Das ist jetzt hier ein bisschen kleiner, das Ganze. Ich habe hier beidseitig eine Klettöffnung, wo ich dann entsprechend hier die Gürtelschnalle herausbekomme, damit ihr sie auch mal sehen könnt. Und das hilft natürlich auch zum Einstellen in beide Richtungen. Die ist auch schon von der Form her so designt, dass sie natürlich am Körper anliegt. Und das wäre quasi das Gürtelsystem, das von dem Innengürtel. Den kann ich natürlich jetzt hier herausfädeln. Und die Besonderheit ist, dass ich jetzt hier hinten mit einem Plastikteil die Möglichkeit habe, das Ganze herauszunehmen. Das seht ihr hier jetzt nochmal im Close-Up. Das heißt, ich muss das einfach nur einstecken, ein bisschen zusammendrücken und dann ist das Ganze fest verriegelt. Und wenn ich es eben nicht haben will, kann ich es eben komplett entfernen. Weiterhin habt ihr hier auch nochmal zwei Versteifungen mit eingearbeitet, die dem Innengürtel schon mal ein bisschen mehr Struktur geben. Die können auch bei Bedarf herausgenommen werden. Da habt ihr hier an der Seite einen offenen Einschub und dann könnt ihr da das Plastiksheet zweiteilig herausdrücken, um dann entsprechend auch hier entweder dickere Teile einzusetzen oder sie komplett wegzulassen. Bei den Gürtelschlaufen habt ihr jetzt hier Folgendes. Ihr habt einmal natürlich wie gewohnt auch die Öffnung, um zum Beispiel, wenn ihr dann euren normalen Battle Belt hier anzieht, dann einfach diese Schlaufe zu öffnen und dann könnt ihr den Battle Belt auch nochmal zusätzlich einfassen, wenn ihr das möchtet. Könnt es natürlich auch lassen, aber es wäre halt die Möglichkeit. Und darunter liegend ist dann die eigentliche Gürtelschlaufe, die den Innerbelt fasst oder eben auch andere externe Gürtel dann aufnehmen kann, um damit besser arbeiten zu können. Hier unten drunter liegt auch nochmal eine Sicherungsschlaufe für den Inhalt in der Hosentasche, die jetzt auch nochmal ein Stück weit größer vom Design her ist, um hier mehr Platz zu bieten für den Eingriff der Hand. Hier war früher auch eine Geheimtasche, die ist hier jetzt nicht mehr. Dazu sage ich gleich dann nochmal später was. Ja, im hinteren Teil der Tasche habt ihr hier nochmal einen abgenähten Bereich. Der ist natürlich perfekt für das Einsetzen einer Taschenlampe oder aber natürlich auch ein Pistolenmagazin, ein Clipmesser. Einfach alles, was so schmäler ist, das passt hier perfekt rein und ist dann natürlich nochmal besser wegorganisiert vom Hauptbereich, um da halt Platz zu schaffen. Die Oberschenkeltasche hat auch ein Renewal bekommen quasi. Man hat hier einmal eine Abdeckung, die hier rechts und links mit Slot Buttons ausgeführt ist, um hier dann auch die Möglichkeit zu geben, das Ganze lautlos zu öffnen. Wenn ich jetzt die Knöpfe öffne, dann habe ich hier den Zugriff auf die Tasche von oben, dass ihr das auch mal seht. So sieht das Ganze aus.
Und hier ist ein elastisches Band eingearbeitet. Das ist jetzt von der Größe her fix eingestellt, also gibt es keinen Kordelstopper. Das heißt, wenn ihr das enger haben wollt, müsst ihr quasi hier eng ziehen und dann den Knoten neu setzen. Und damit hättet ihr quasi das System hier so eingefasst, dass das nicht mehr aufgehen kann von allein. Ich halte das jetzt mal fest und stecke jetzt mal die Flappe hier rein, dass ihr seht, wofür es gut ist. So kann ich nämlich dann die Tasche als Dump-Pouch benutzen. Das heißt, ich kann hier einfach meine Magazine reinwerfen und die können dann auch nicht herausfallen. Das wäre eine Möglichkeit, wie man diese Oberschenkeltasche nochmal nutzen kann. Ja, ich habe es vorhin erwähnt, Geheimtasche ist hier oben weg. Die neue Position ist jetzt hier. Die Oberschenkeltasche selbst hat natürlich auch wieder die typische aufgesetzte UF Pro Tasche, die hier mit einem Herausfallschutz versehen ist. Das ist ein verstärkter Streifen, der hier einen Einsatz drin hat, damit er eben den Inhalt sichert. Das ist vor allem dann gut, wenn ich hier mein Smartphone reinpacke. Dann habe ich dadurch natürlich hier eine Herausfallsicherung nach oben geschaffen. Aber natürlich ist das Ganze auch mit einem Magazin nutzbar. Das würde dann hier rausstehen. Und auch das könnte ich mit dem Rausfallschutz sichern. Der ist mit Klett auch verstellbar in der Höhe und auch komplett entnehmbar. Wenn ihr sagt, ich will das gar nicht haben, könnt ihr das natürlich auch ohne weiteres abnehmen. Ihr habt hier auf der Front, wie gewohnt auch von UF Pro, einen Zipper, der euch den Zugriff auf die Oberschenkeltasche im Sitzen ermöglicht. Ja, die Panzertasche oder den Sitzfahrerzugriff von vorne. Dann könnt ihr hier auch schön den Innenraum der Hosentasche sehen, denn hier sind auch nochmal 2 elastische Schlaufen untergebracht, um hier dann auch nochmal zum Beispiel Magazine oder andere Gegenstände in der Tasche selbst zu sichern. Das war in der Generation 1 so, dass ihr diesen Zipper auch hattet und dann in dem Zipper nochmal einen Zipper, der dann den Zugriff auf die Tasche gewährleistet hat. Und wenn der Hauptzipper geöffnet war, war das quasi der Belüftungsbereich. Da hat man gemerkt, das ist viel zu fuddelig und viel zu kompliziert. Deswegen hat man wie früher auch einfach hier neben daran den Einsatz gemacht für die Belüftung. Das heißt, den ziehe ich einfach auf und zu und der hat auch neben der Belüftung keine weitere Funktion. In dieser Tasche hier ist auch die Höhenverstellung in 5 Stufen für den Kniebereich untergebracht. Das heißt, ihr habt hier einen Slotted Button, der dann einfach höher gesetzt werden kann, um das Knie dann so, wie ihr es braucht, nach oben zu ziehen. Die weitere Verstellung zeige ich euch dann, wenn wir im Kniebereich sind. Dann gehen wir einmal auf die Rückseite und schauen uns mal an, was es da so zu entdecken gibt. Natürlich darf hier bei einer Einsatzhose auch nicht fehlen, nochmal 2 Gesäßtaschen zu haben. Taschen kann man nie genug haben. Und das Schöne hierbei ist, die sind natürlich auch mit einer Flap versehen. Und da hat man jetzt gesagt, okay, einfach wenn man auch drauf sitzt, sind Knöpfe vielleicht nicht das Optimum. Deswegen sind die hier mit Klett ausgeführt. Hier sieht man jetzt auch sehr schön den Schoeller Dynamic Einsatz, der nicht nur im Schritt und hier im oberen Bereich verbaut ist, sondern wirklich hier über das ganze Gesäß geht, um eben hier eine maximale Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Geblieben ist hier der typische U-förmige Bereich im hinteren, in der Steißgegend, wo auch der Battlebelt sitzt. Einfach auch nochmal wie bei einem Tragegurt, auch von einem Rucksack, dass man hier den Bereich einfach nochmal ein bisschen mehr gepolstert hat und größer ausgeführt. Dann können wir uns auch gleich hier die Verstellung im Kniebereich hier unten anschauen, wenn wir eh schon hier auf der Seite sind. Der ist im Vergleich zur Generation 1 mit Klett ausgeführt. In Generation 1 hatte man hier ein Gummiband, ein intern verlaufendes, was mit einem Knopfsystem eingestellt wird. Da denke ich mal, haben wahrscheinlich die Knöpfe gedrückt, beziehungsweise war es auch nicht so schnell mal on the fly nachzustellen. Das ist natürlich mit Klett deutlich einfacher. Der Klettstreifen wird hier auch nochmal eingefasst zur Sicherung. Das heißt, er kann auch nicht so schnell herausrutschen, wenn man den hier einmal drin hat. Das heißt, ich führe den hier einmal durch und dann ist der da ziemlich gut gesichert, kann den auch zum Ziehen dann benutzen. Das heißt, ich halte hier fest und ziehe dann danach und dann kann ich das so anpassen, wie ich das brauche. Und das Schöne ist, wer jetzt sagt, ich brauche das gar nicht, mal bei mir sitzt das Kniepad eigentlich perfekt in der Position, der hat auch hier die Möglichkeit, das Ganze wie beim Gürtel auch komplett zu entnehmen. Da muss man einfach nur das Ganze kurz zusammendrücken und da ist dann hier ein Einsatz drin, der dann auch entnommen werden kann. Natürlich beidseitig, das ist die Möglichkeit hier auch am Kniebereich. Geblieben ist natürlich die obligatorische Unterschenkeltasche. Viele hassen sie, ich liebe sie tatsächlich,
Nicht gut für schwere Gegenstände, aber perfekt zum Beispiel, um mal eine Rettungsdecke oder nochmal irgendwas Kleines, einen Müllsack oder irgend sowas unterzubringen, ein kleines Verbandspäckchen. Einfach solche Gegenstände, die man hier im Unterschenkel gut transportieren kann, die nicht schwer sind. Und auch hier hat man nochmal eine elastische Schlaufe drin, um die Gegenstände auch entsprechend zu sichern. Auch geblieben ist die typische Beinweitstellung. Habe ich hier im hinteren Bereich einmal den Zipper, den kann ich offen lassen, wenn ich die Hose ein bisschen lockerer unten haben will. Oder aber natürlich auch verschließen und als Einstiegshilfe mit dem Stiefel, na, das klappt nicht, aber zumindest mal, um das Ganze ein bisschen weiter zu haben, hat man hier eben diesen Zipper, der das Ganze nochmal erleichtert. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch auf der Vorderseite im Fußbereich zu sagen, da gibt es auch noch ein Feature, was der ein oder andere liebt und der ein oder andere auch hasst. Ich liebe es auch tatsächlich, und zwar der obligatorische Stiefelhaken. Der ist bei UF Pro hier aus Polymer ausgeführt, das heißt, das ist auch kein Metallhaken, der irgendwie großartig stört, sondern ich habe hier wirklich einen schönen, feinen Plastikhaken und den kann ich dann natürlich jederzeit hier an einem Schnürsenkel einhängen, um da dann die Hose zu fixieren gegen das Hochrutschen. Da ist auch noch mal ein Elastikzugband hier unten mit verbaut. Das heißt, ich kann sogar hierher gehen und das Ganze mit dem Elastik, also im Elastikband hier mit einarbeiten. Das heißt, ich muss gar nicht den Haken am Schnürsenkel festmachen und damit habe ich dann auch noch mal Zug. Und dieses Elastikzugband dient natürlich dann auch noch mal zur Regulierung der Weitstellung unten am Fuß und dafür ist auch hier nochmal ein Knopf vorhanden, damit ihr den auch nochmal gesehen habt, mit dem entsprechenden Gummizugband zur Weiteneinstellung. Okay, dann haben wir noch den Kniebereich abschließend. Dann haben wir, denke ich, alles gezeigt, was wir hier an der Außenseite zu sehen haben. Der Kniebereich hat sich auch nicht großartig geändert. Ihr habt das eingearbeitete Cordura-Polster hier mit einer Verstärkung gleich von Haus aus. Das heißt, da habt ihr einen leichten Knieschutz, der euch schon mal ein bisschen Polster gibt und hier natürlich auch für die Abriebfestigkeit der Hose sorgt. Und oben drüber laufend ist hier ein Zipper verbaut, der dann dieses Fach öffnet. Das kann zum Beispiel auch offen stehen gelassen werden zur Belüftung. Braucht ihr meiner Meinung nach nicht, weil ihr hier eh eine Belüftung habt, aber wäre eine Option. Und da ist dann natürlich der Einschub zu finden für die UF Pro Kneepads, die zweiteiligen, die einmal soft und einmal hart. Die kann man dann hier einschieben und hat dann hier wirklich den perfekten Schutz am Kniebereich. Ja, dann gucken wir uns noch mal kurz an, wie die Hose denn überhaupt bedient wird. Dazu nehmen wir noch mal den Gürtel ab und kletten den mal hier zur Seite. Wir haben hier im oberen Bereich auch wieder einen Slot-Button, der hier für den Einstieg geöffnet werden muss. Unsere Puppe hat ein bisschen zugenommen, deswegen ist die Hose etwas enger. Dann einen Reißverschluss, der wie bei UF Pro typisch von beiden Seiten zu öffnen ist. Das ist auch immer ein unterschätztes und geliebtes Feature bei dem einen oder anderen. Einfach hier, wenn man hier oben alles zu hat und urinieren muss, kann man hier einfach das Ganze von unten aufmachen, kann hier seinen, ja, ihr wisst schon, rausziehen und dann entsprechend damit arbeiten. Zusätzlich zum Knopf ist hier natürlich auch noch ein Haken vorhanden, damit die Hose hier, damit das ganze Gewicht bzw. der Zug der Hose nicht auf den Knopf geht, sondern erstmal hier auch vom Haken nochmal unterstützt wird. Und natürlich, ganz zum Schluss, was nicht fehlen darf, die Striker X Gen 2 hat selbstverständlich auch wieder die Vorbereitung für den typischen Windliner, den es von UF Pro schon seit Jahren gibt. Ein sehr geschätztes Feature, um die Hose eben auch bei schlechtem Wetter nochmal zusätzlich innen isolieren zu können und gegen den Windchill zu helfen. Ja, runde Sache. Bei uns ist die Hose in Steingrau-Oliv hier zu sehen. Wir haben sie aber auch in Flecktarn erhalten. Und die wurde jetzt auch schon hier von einem aus unserem Team bei einer Reservistenübung getragen. Hier seht ihr einmal das Kit und dann könnt ihr auch mal sehen, wie die Sachen da im Einsatz aussehen. Wir werden euch da auch noch mal bei Gelegenheit dazu berichten, wie es sich denn bei der Übung geschlagen hat. Ja, das war unsere kurze Vorstellung der Striker X Gen 2. Wir finden sie extrem cool, hat tatsächlich noch mal ein paar Vorteile gegenüber der ersten Generation. Wer die erste Generation hat und damit zufrieden ist, muss natürlich jetzt nicht zuschlagen, aber für alle anderen, die jetzt überlegen,
welche Hose soll man denn nehmen? Die Striker X wird es wahrscheinlich jetzt ein bisschen rabattiert geben. Die Striker X Gen 2 wird die dann ablösen. Das heißt, es gibt dann nur noch die hier. Und da hat man auch alles richtig gemacht, in unserer Meinung. Gibt sie in den üblichen UF Pro gedeckten Farben, plus dazu nochmal in Multicam und Flecktarn. Und ich denke mal, wenn da die ein oder andere Behörde kommt und sagt, ich will die jetzt noch in, keine Ahnung, haben, dann wird die sicherlich auch in diesen Farben produzierbar sein. Ihr bekommt sie auf jeden Fall bei Recon Company, der Link ist unten eingeblendet. Wie findet ihr die Striker X Gen 2? Vielleicht habt ihr auch schon zugeschlagen und sie euch geholt. Schreibt es uns mal in die Kommentare, wenn dem so ist. Und falls ihr plant, sie euch zu holen und noch Fragen offen geblieben sind, auch gerne in die Kommentare damit. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye bye.